Ich hatte vorher eine Ausbildung angefangen zur Bürokauffrau bei einem Automobilhändler. Ich hatte noch ein Jahr und dann hieß es eben, wir sind insolvent, du musst dir was anderes suchen. Ich bin daheim erstmal in Tränen ausgebrochen, weil es doch schon sehr schlimm für mich war in dem Moment. Ich war knapp 18. Oder war ich 19? Also du bist auf jeden Fall Auto gefahren. Es ist natürlich auch für so einen jungen Menschen dann nochmal so ein Wechsel in der Ausbildung im 3. Lehrjahr. Das ist natürlich schon mal so ein Akt nochmal. Dann musste ich schnellstmöglich mir eine andere Ausbildungsstelle suchen. Ich hatte damals meine jüngste Tochter bekommen. Die war noch kein Jahr alt, die war vielleicht 8 Monate alt. Und es war schon einfach vom Organisatorischen her für mich oftmals schon knifflig. 2014 haben wir das Wohninfrastruktur-KU dazu bekommen. Und da war ich auch froh, dass ich jemanden gehabt habe, der adäquat da mit mir gearbeitet hat. Also ich bin angekommen, doch. Das war schon sehr schwer, aber jetzt fühle ich mich wohl. Das war gut so, wie es ist. Hat so sollen sein. Und dann ist es halt einfach so zusammengewachsen. Wir machen auch viel privat. Ich mag ihre Familie total gerne. Insgesamt 4 Kinder. Sie ist eine super Mama. Sie kriegt alles gut unter einen Hut, vernachlässigt nichts. Das ist dann schon ein großes Vorbild für mich. Schafft es auch noch zum Sport zu gehen und fit zu bleiben. Job. Ich denke da ehrlich gesagt nicht jetzt so viel drüber nach. Wie mache ich das jetzt und wie organisiere ich das jetzt? Ich bin da eher so, ich mache es halt einfach. Durch den Marco Grasser ist es mir ja möglich geworden, dass ich wirklich von den Arbeitszeiten da sehr flexibel sein kann, von den Tagen, konnte von zu Hause was machen. Wenn es halt auch mal mit der Kinderbetreuung schwierig war, dass die Theresa auch mal mit dabei war im Büro. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Ich habe was eingegeben am PC, es war was Wichtiges und er saß da und hat eben die Babyschale geschaukelt. Ja? Und da hat mich also der Herr Grasser einfach sehr unterstützt, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Da hat er mir alle Flexibilität eingeräumt, die es nur geht. Sehr sympathisch, ein guter Chef, hat ein offenes Ohr für die Leute. Genau. Wenn man da eine gute Idee hat, hört er auch einem zu. Er hat viele Aufgaben und natürlich auch dementsprechend Druck. Auch der Wunsiedlerweg, Energie, das ist sein Baby. Und das setzt sich halt aus vielen Schritten zusammen. Energieautark sein, regenerative Energien produzieren, um die Umwelt auch zu schonen. Ressourcen schonen, auch für unsere Nachkommen. Und da habe ich ja so 4 Stück. Da möchte man ja natürlich, dass auch die in der Welt leben, die wenig Abgase und Schadstoffe hat einfach. Und das ist so mit seine Vision und die trägt er und die treibt er voran. Und auch mit vielen Kooperationen. Und das ist, also ich finde das schon wahnsinnig beeindruckend, was er da auf die Füße gestellt hat. Und vor allen Dingen zum Beispiel ein Siemens-Speicher, der da praktisch die Energiepuffer, der dann auch schwarzstartfähig ist. Wenn alles dunkel ist, dann kann der praktisch wieder hochfahren und kann uns Strom geben, also Energie. Siemens macht so viel. Hier das Haus der Energiezukunft war ja Siemens auch mit beteiligt. Sind die in dem H2-Projekt auch mit dabei, mit dem Wasserstoff? Das ist schon ein starker Partner. Solarpark ist ja für die Bürger mit Bürgerbeteiligungen. Manche beteiligen sich ja auch, zum Beispiel bei den Windkraftanlagen. Also da muss man jetzt nicht Tausende von Euro investieren, aber dann kann man sich da schon beteiligen. Und ich denke auch, dass das schon was ist, was die Bevölkerung wahrnimmt. Wenn man jetzt irgendwo hingeht und sagt, man arbeitet bei der SWW, haben die Leute schon so im Kopf, erneuerbare Energien, die machen was für die Zukunft. Diese vielen E-Zapfsäulen. Ich wurde auch schon 2-3 Mal angesprochen, ob ich Ihnen das nicht erklären könnte, wie es funktioniert und wie man da denn auch Kunde wird quasi. Gegner hat man immer, aber zu 99% sind die Leute da positiv beeinflusst. Ich fahre zum Beispiel auch ein Erdgasfahrzeug und ich bin sehr zufrieden. Und das sind halt so kleine Puzzleteilchen, wo man dann halt doch was dazu beiträgt. Dann bin ich noch mehr involviert in das Ganze. Und das ist, denke ich, eine gute Sache. Ja. Ich habe schon das Gefühl, dass die Wunsiedler zusammenhalten. Und vor allen Dingen, dass es ist halt immer noch dieses Kleinstadt-Feeling.
ruhig, man kennt die Leute, die Landschaft ist hier wahnsinnig beeindruckend. Man kann viel in die Natur gehen, einfach auch so zum Abschalten. Ich finde schon, dass die Wunsiedler sehr kontaktfreudig sind und kommunikativ. Und ja, Man hat auch privat ein paar Freundschaften und Bekanntschaften entwickelt. Und da ist man doch gut aufgenommen. Auch als Nicht-Wunsiedler fühle ich mich trotzdem heimisch. Wurde in die Familie mit aufgenommen und dann fühlt man sich schon wohl. wirklich, wir haben schon eine sehr enge Freundschaft. Was wir so anpacken, das alles fühlt sich halt so leicht an. Ist jetzt schwer zu beschreiben, aber ich mag sie einfach total. Man versteht sich auch ohne Worte. Also wenn ich sie anschaue, weiß ich genau in dem Moment, was sie denkt und umgekehrt genauso. Da langt ein Blick. Ja. Das läuft einfach super. Ja, doch. Ich möchte es nicht anders haben. Ich auch nicht. Gehen wir gemeinsam den Wunsiedlerweg. Das machen Ja. wir.